Normalerweise macht man in der Modeprofessur keine Betreuung für Textilmaster, aber ich hatte Magdalenas Plenum für ihre schriftliche Masterarbeit gesehen. Die war mit so viel Begeisterung gewesen und hatte auch ganz viele modische Aspekte mit drin. Also sie hat sich mit Raf Simons für Jill Sander sehr auseinandergesetzt, weil der auch viel mit moderner Spitze gearbeitet hat. Und da war Susanne eingeladen, Zuhörerin zu sein und war dann begeistert von meiner Art, mich zu präsentieren, die Arbeit zu zeigen und auch natürlich von den Inhalten, die ich dort erforscht hatte. Und das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und als ich dann für den praktischen Teil nach einer zweiten Betreuerin gesucht hatte, ist sie dann wieder in den Fokus gerutscht. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich sie auf dem Gang gefragt habe, ob sie dann gerne meine Zweitbetreuung übernehmen wollen würde. Und das konnte da ja noch gar nicht ahnen, was das für eine Zukunft mit sich bringt. Das wirklich Aufregende für Kreativschaffende ist die Ideenfindung und die Umsetzung. Das heißt, da sind wir zuallererst als gleichberechtigte Gestalterinnen aufeinander getroffen. Also wir starten eigentlich alle Materialexperimente, die wir realisieren, die uns in die Köpfe kommen, die wir ausprobieren wollen, ohne irgendwelche Grenzen. Das heißt, da legen wir im ersten Schritt noch keinen besonderen Fokus drauf, was das für eine Materialität ist, einfach um ein möglichst grenzenfreies Experimentiererlebnis zu haben und auch da ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Das Schöne war, die Materialien waren eigentlich alle schon da. Also Magdalena hatte eine große Mappe voller unterschiedlicher Stoffe, die eigentlich jetzt größer gedacht werden mussten. Die Materialien, mit denen wir jetzt arbeiten, die haben alle die gleichen Eigenschaften von Spitze, sehen aber optisch erstmal ganz anders aus, sind einfach einen Schritt weiter gedacht. Und uns ist es da auch extrem wichtig, nicht die traditionelle Spitze auszublenden, die ist für uns ja ein wesentlicher Bestandteil, sondern eben einfach weiterzudenken und einen Schritt weiterzuentwickeln. Und dann sind wir beide große Fans von Farbe, von Texturen und waren uns eigentlich sofort einig, wir wollen Samt, wir wollen Seide. In den meisten Textilien ist ein ganz klassisches Material Seidenorganza beinhaltet, aber wir arbeiten auch mit Transferfolien, mit thermisch verformbaren Garnen, die eigentlich in der Automobilindustrie verwendet werden, mit Flüssigkeiten, die wir selber konzipieren, die quasi flüssig aufgetragen werden und dann in einer Halbkugel trocknen. Also es ist auch wirklich ein Heraustreten aus dem klassischen materiellen Kontext hinein in einen ganz unkonventionellen, in eine ganz unkonventionelle Welt. Dann haben wir auch Stück für Stück umgesetzt, weitergezeichnet, umgesetzt, ausprobiert, experimentiert. Entweder Suse oder ich nehmen dann dieses Teil und probieren etwas aus, probieren es in Form zu bringen, testen, wie es mit einem anderen Material funktioniert. Und dann ist es wirklich ein ständiges Wechselspiel zwischen Absprache, Zeichnung, Probeschnitt beispielsweise, also alle dreidimensionalen Formen, die wir machen, da wird erstmal ein Schnitt konzipiert, dann wird das erstmal getestet, wie das überhaupt dreidimensional wirkt, weil die Materialexperimente ja erstmal zweidimensional sind. Es ist eine Menge Trial and Error, also ausprobieren, auch scheitern, wieder probieren, bis man dann am Punkt ist. Aber es ist ein ständiger Austausch an Informationen und Bündelung der Fähigkeiten. Unsere Materialien eignen sich auch sehr für Inneneinrichtung und Interior Design. Das heißt, unsere Vasen sind eigentlich schon fast eine Vorstufe zu Leuchtmitteln. Das ist etwas, woran wir arbeiten und was wir weiterentwickeln möchten. Merken aber auch, dass beispielsweise die Vasen schon ein spezielleres Produkt sind, was auch nicht für alle gleichermaßen funktioniert, weil es ja doch sehr unkonventionell ist. Unter einem Kragen kann sich jeder Mann, jede Frau etwas vorstellen, unter einer Vase aus Seide weniger. Also da merken wir schon, dass wir ganz anders kommunizieren müssen und auch ganz anders diese Art von Projekt präsentieren müssen, damit sie wirklich verstanden werden und greifbar sind. Nachhaltigkeit ist immer ein Thema. Also das wäre seltsam, wenn man darüber nicht nachdenkt. Für uns ist der Aspekt der Nachhaltigkeit, dass wir versuchen, aus jedem Schnipsel an Material etwas
zu machen. Wenn es nicht in einem Teil landet, wird es aufgehoben und wieder für was ganz anderes verwendet. Selbst die Schutzfolien, die auf den Materialien sind, die wir verwenden, werden gesammelt und daraus entstehen auch wieder neue Objekte. Da sind wir beide sehr erfindungsreich. Aber dass wir da eben uns auch selber Technologien überlegen, die sind inspiriert vom 3D-Druck, vom Lasercut. Es gibt ja ganz, ganz neue Möglichkeiten, mit Stoffen zu arbeiten, die es, wie gesagt, 1800, 1600 noch gar nicht gab. Und das dann eben zu verknüpfen, mit den Eigenschaften der Spitze in einen Kontext zu bringen, ist unser Ziel. Und dadurch entsteht wirklich eine ganz neue visuelle Erscheinung.